Hallo und herzlich willkommen bei Evora. Wer ist eigentlich Evora? Wir sind ein international tätiger Softwarehersteller und IT-Dienstleister mit dem Fokus auf das Themengebiet der Instandhaltung. In den nächsten Minuten möchten wir Ihnen präsentieren, wie auch Ihr Instandhaltungsprozess digitalisiert werden kann mit Hilfe der EvoSuite. Mein Name ist Jan-Erik Beetz und ich leite den Bereich Vertrieb und Marketing bei Evora. Aber ich bin heute nicht alleine. Ich habe meinen Kollegen Jan Böshans dabei. Jan, rüber zu dir. Vielen Dank, Jan-Erik, für deine einleitenden Worte. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich freue mich sehr, Ihnen heute einen Einblick in digitale Instandhaltungsprozesse geben zu dürfen. Als Product Owner der EvoSuite werde ich Ihnen heute unterschiedliche Anwendungsszenarien präsentieren, die auch hoffentlich Ihnen in der Zukunft Mehrwerte liefern werden. Mein Name ist Jan Bösans. Jan-Erik, zurück zu dir. Danke, Jan. Bevor wir jetzt aber auf die EvoSuite eingehen, möchte ich kurz darlegen, warum es aus unserer Sicht überlebenswichtig sein wird für Unternehmen, in den kommenden Monaten Digitalisierungsprojekte in der Instandhaltung zu starten. Und die Gründe haben etwas mit zwei Zahlen zu tun, mit der 68 und der 57. Fangen wir mit der 68 an. Gemäß einer Fraunhofer-Institut-Studie führen bereits jetzt 68% aller Unternehmen Smart Factories ein. Das heißt, die Kollegen aus der Produktion setzen vermehrt auf den Einsatz von IT und Sensorik in ihren Produktionsanlagen. Dadurch entsteht ein ganz anderes Maß an Komplexität, aber auch Fehleranfälligkeit. Und diese Herausforderung muss sich natürlich auch die Instandhaltungsabteilung stellen. Und da kommt die zweite Zahl ins Spiel, 57. Gemäß einer Capgemini-Studie basieren heute noch 57% aller Instandhaltungsmaßnahmen auf keiner Datengrundlage. Und daraus entsteht eine Kluft. Eine Kluft zwischen dem, was die Produktion an Anforderungen an die Instandhaltung hat und dem, was die Instandhaltung in der Lage ist zu leisten. Und um diese Kluft wieder zu schließen, gibt es aus unserer Sicht einen Weg mit zwei elementar wichtigen Schritten. Der erste ist, den kompletten Instandhaltungszyklus zu digitalisieren, weil nur auf Basis dieser Grundlage lassen sich Smart Maintenance Projekte durchführen. Wir möchten Ihnen in den kommenden Minuten den ersten Schritt, die Digitalisierung mit Hilfe der EvoSuite präsentieren. Jetzt ist es natürlich in diesem Format so, dass wir das genaue Geschäftsfeld Ihres Unternehmens nicht kennen können. Und daher haben wir uns überlegt, dass wir unser Demo-Szenario auf Basis einer Industrie aufbauen, bei der ich mir sicher bin, dass Sie sich gut hineinversetzen können, da Sie selbst schon mal Kunde dieses Industriezweigs waren. Es geht um den Personennahverkehr. Unser Szenario beginnt damit, dass ein Mitarbeiter dieses Unternehmens am Bahnhof feststellt, dass eine der Vitrinen, die an den Gleisen stehen, kaputtgeschlagen worden ist. Im ersten Clip der Demo wird Herr Böshans Ihnen einen Überblick über die Benutzeroberfläche geben, um dann eine Meldung zu erstellen. Mit der EvoSuite erhalten Sie neben einfacher Bedienung auch eine ansprechende Nutzeroberfläche, basierend auf den SAP Fiori Design Guidelines, realisiert durch die Technologie UI5. Die EvoSuite ist rollenbasiert und stellt für heterogene Anwendergruppen unterschiedliche Funktionen dar. Die endgeräteunabhängige EvoSuite bietet Ihnen eine sehr enge Integration zu Ihren Daten aus Ihren SAP-Systemen. Vor allem aber vereint sie unterschiedliche Prozessschritte der digitalen Instandhaltung und reduziert somit Medienbrüche. Die Komponente EvoNotify bietet alle Funktionalitäten rund um die Anzeige, Erstellung sowie Bearbeitung von Meldungen. In EvoNotify können Sie einfach und schnell neue Schadensmeldungen in Ihrem SAP-System direkt vor Ort erstellen. Umständliche, zeitintensive Prozessschritte lassen sich hierdurch vermeiden. In unserem Anwendungsszenario erstellt ein Techniker vor Ort eine Meldung zu einer beschädigten Vitrine auf seinem mobilen Endgerät. Hierzu können vom mobilen Endgerät relevante Informationen ausgefüllt werden.
Neben der manuellen Eingabe besteht hierbei außerdem auch die Möglichkeit, das technische Objekt, sprich technischer Platz bzw. Equipment via Barcode vor Ort abzuscannen. Nach der Erstellung der Meldung lassen sich wichtige Schadensdetails in den Meldungsdetails direkt durch den Techniker einsehen und vorqualifizieren. In unserem Beispiel werden wir eine Position in der Meldung hinzufügen und hierbei auf im SAP-System hinterlegte Kataloge zugreifen. Außerdem geben wir konkrete Informationen zum Schaden mit. Diese Informationen sind wichtig, damit Sie zukünftig Auswertungen in Ihrer Instandhaltung bzw. Instandsetzung fahren können und nachhaltig Ihre Instandhaltungsprozesse optimieren können. Nachdem die Meldung nun erfasst wurde, übernimmt in unserem Beispiel der Meister. Er wird einen Auftrag erstellen, diesen bearbeiten und dem richtigen Techniker zuweisen. Schlussendlich wird er den Auftrag direkt an das mobile Endgerät des ausgewählten Technikers senden. Nachdem wir den Prozess der mobilen Meldungsanlage durch den Techniker vor Ort kennengelernt haben, schauen wir uns nun die Prozessschritte des Arbeitsvorbereiters bzw. des Meisters in seinem Instandhaltungscockpit, dem Evo-Dashboard, an. Dem Meister stehen in seinem individualisierten Evo-Dashboard neben Informationen zu technischen Objekten wie technischen Plätzen oder Equipments, Karteninformationen, Auflistungen von offenen Arbeitsaufträgen oder Meldungen, auch Einplanungsfunktionalitäten zur Verfügung. Um für eine Meldung einen einplanungsrelevanten Arbeitsauftrag anzulegen, springen wir zunächst in die vom Techniker mobil erstellte Meldung und klicken auf Arbeitsauftrag anlegen. Um Ressourcenkapazitäten auszureizen, lassen sich Auftragsvorgänge präzise anpassen. Fehlende Informationen können einfach und schnell durch den Meister hinzugefügt werden. Hierbei lassen sich neue Vorgänge erstellen, Vorgangskopien durchführen oder Vorgänge bearbeiten und aufsplitten. Statuswechsel sind mit der EvoSuite möglich, so lassen sich für die Einplanung relevante Arbeitsaufträge direkt im UI5-Tool freigeben. Ungeplante Bedarfe können eingesehen und in EvoPlan beplant werden. In EvoPlan steht Ihnen hierzu eine Auflistung Ihrer Ressourcengruppen und zugeordneter Personen zur Verfügung. Die Einplanung erfolgt mittels einfachem Drag and Drop, schnell und effizient. Einplanungen lassen sich auf unterschiedlichen Planungsgranularitäten durchführen. So stehen Ihnen neben der einfachen Planung auch Möglichkeiten zur Einplanung auf Tages-, Wochen- oder Monatssicht zur Verfügung. Hierbei stehen Ihnen auch Funktionen rund um die Themen An- oder Abwesenheitsverwaltung, Auflistungen zu Kapazitäten oder Massenänderungen im Krankheitsfall zur Verfügung. Mit EvoPlan lassen sich Engpässe vermeiden und Instandhaltungsaufgaben optimal abdecken. Neben der listenartigen Einplanung bietet Ihnen EvoPlan auch grafische Einplanungswerkzeuge wie die GunView. Die Einplanung via Drag and Drop wird auch hier unterstützt. Planungskonflikte lassen sich mit Doppelklick auf den Konflikt anzeigen und beheben. Schichtpläne und erstellte Abwesenheiten werden Ihnen im Beispiel grau oder grau schraffiert angezeigt und unterstützen Ihren Prozess ganzheitlich. Insofern Ihre Planung optimiert und abgeschlossen ist, können Sie die eingeplanten Tätigkeiten auf das Endgerät des zuständigen Technikers senden, welcher dann mit der physischen Abarbeitung und anschließender mobiler Dokumentation und Zeiterfassung den digitalen Instandhaltungsprozess komplettiert. EvoPlan bietet Ihnen neben der internen Mitarbeiterplanung via SAP HR-Integration, externen Mitarbeiterplanung oder Arbeitsplatzintegration auch die Planung von technischen Objekten wie technischen Plätzen oder Equipments in der Asset View an. Das stellt sicher, dass Sie auch im Falle von Revisionsplanungen bestens Ihre Planungsszenarien abdecken können. Im nächsten Teil unserer Demo wird sich der Techniker in der EvoSuite mit seinem mobilen Endgerät einloggen. Er wird sich den Auftrag anschauen, die Arbeit durchführen, zu Dokumentationszwecken ein Bild des Schadens aufnehmen und schlussendlich eine Zeitrückmeldung direkt an Ort und Stelle durchführen.
Der digitale Instandhaltungsprozess wird durch die physische Abarbeitung der durch den Disponenten zugewiesenen Arbeitsaufträge und Arbeitsvorgänge durch den Techniker fortgeführt. Mit der mobilen Techniker-App Evo Order lassen sich Wartungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen vom Techniker einsehen und direkt vor Ort bearbeiten. In Evo Order geänderte Daten werden je nach Prozess entweder direkt im SAP PM-System gespeichert oder lassen sich je nach Konfiguration in separaten Freigabe-Applikationen für betriebliche Vorgesetzte anzeigen, die vor dem Datenupdate der SAP-Objekte eine entsprechende Freigabe erteilen müssen. Zur Schadensdokumentation hat der Techniker vor Ort ein Bild der defekten Vitrine mit seinem mobilen Endgerät erhoben und in der mobilen Techniker-App Evo Order dem Arbeitsauftrag hinzugefügt. Anschließend hat er die physische Reparatur vollzogen. Abhängig vom jeweiligen Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungsprozess stehen dem Techniker auch Funktionalitäten rund um das Thema Materialverwaltung, wie beispielsweise Materialreservierungen oder Materialbuchungen zur Verfügung. Um Instandhaltungsaufgaben weiterhin optimal abzuarbeiten und Referenzwerte für zukünftige Tätigkeiten zu sammeln sowie Kosten zu kalkulieren und abzurechnen, bucht der Techniker nach der Bearbeitung seine tatsächlich benötigten Zeiten auf die Arbeitsvorgänge. Endrückgemeldete Aufgaben lassen sich mobil vom Techniker als endrückgemeldet festlegen. Damit ist unser Demo-Use-Case auch schon zu Ende. Sie haben soeben den kompletten Lebenszyklus der Instandhaltung digital mit Hilfe der EvoSuite erlebt. Von der Meldungserfassung ausgehend über die Auftragsvorbereitung und Zuweisung, der Ausführung der eigentlichen Arbeit bis hin zur Rückmeldung. Eins ist natürlich aber auch klar. Ihr Prozess wird abweichen von dem, was wir ihm präsentiert haben. Aber genau da setzt aus unserer Sicht eine der großen Stärken der EvoSuite an. Wir setzen auf den Daten des SAP-Systems auf, fügen aber eine individuell anpassbare und benutzerfreundliche Oberfläche ein. Wenn wir damit Ihr Interesse geweckt haben, würden wir uns freuen, wenn Sie mit uns in den Kontakt treten würden. Dafür können Sie uns gerne über die eingeblendete E-Mail-Adresse kontaktieren. Bis dahin bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, freue mich auf ein Wiedersehen. Bis bald.